Auf der Bewusstseinsskala nach David Hawkins sind Schuld und Schuldgefühle ganz weit unten, ganz niedrig schwingend angeordnet. Woher kommen solche Schuldgefühle? Was können sie für mein Leben bedeuten? Und wie kann ich mich nach und nach allmählich aus diesen Gefühlen befreien? Ich denke, wir alle kennen das. Wir haben im täglichen Leben irgendetwas getan oder nicht getan, Vorwürfe dafür geerntet oder sagen uns selbst, ob das so gut war und haben Schuldgefühle im Nachgang. Was ist die Basis für Schuldgefühle? Aus meiner Sicht sind das immer unsere Werte, die wir zutiefst verinnerlicht haben. Woher wiederum stammt unser Wertesystem? Machen wir uns nichts vor, schon mit der Muttermilch haben wir eine Menge an Werten eingesogen. Und hier in unserer christlich dominierten Welt sind das vorrangig natürlich auch christliche Werte. Ob das nun die 10 Gebote sind oder weiter darüber hinausgehende Werte, das sei mal dahingestellt. Das heißt, Schuldgefühle entstehen bei uns immer dann, wenn wir den Eindruck haben, gegen einen der uns zutiefst innewohnenden Werte verstoßen zu haben. Machen wir zur Verdeutlichung mal ein ganz simples Beispiel, das sich so ereignet haben könnte. Nehmen wir an, ich habe eine gute Freundin, die verheiratet ist schon seit vielen Jahren und in der Ehe kriselt es im Moment ein bisschen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich den heutigen Tag Urlaub nimmt und mal zur Kosmetik und so weiter geht, um sich was Gutes zu tun. Okay, ich bin nachmittags in der Stadt und sehe sie dort plötzlich Hand in Hand mit einem anderen Mann spazieren gehen. Gegen Abend klingelt mein Telefon und ihr Mann ruft mich an und fragt mich, ob ich wüsste, wo seine Frau sei. Sie müsste längst zu Hause sein. Sie hätten sich für heute Abend verabredet, wollten ins Konzert gehen. Und ich sage zu ihm, nee, du, tut mir leid, keine Ahnung. Und lege wieder auf. Irgendwie, ich habe den Wert Wahrheit und Ehrlichkeit und Offenheit, schlägt mir mein Gewissen. Und ich grübele permanent und hin und her. Gedankenkarussell dreht sich. Hätte ich ihm die Wahrheit sagen sollen? Mische ich mich da nicht in die Ehe ein? Unberechtigterweise und so weiter und so weiter. Was macht das also mit mir? Es raubt mir Energie. Es zieht meine Gedanken in eine Richtung, die ich gar nicht haben möchte und hindert mich unter Umständen an dem, was ich eigentlich für diesen Abend mir vorgenommen hatte. Oder noch ein anderes Beispiel, was ganz viele Eltern kennen werden, die berufstätig sind, die und noch schulpflichtige Kinder haben. Sie springen im Grunde permanent im Dreieck zwischen ihrem Beruf mit seinen Herausforderungen, der Betreuung der Kinder und dem Aufrechterhalten eines vernünftigen Lebens in Familie. Da kommen ganz oft Schuldgefühle auf, wenn der Wert Familie lautet. Was also tun? Allein diese simplen beiden Beispiele zeigen, dass Schuldgefühle uns massiv Energie rauben, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Energie, die uns nicht zur Verfügung stehen, unser Leben in Freude, zur Freude unserer selbst und aller in unserem Umfeld zu leben. Und insofern ist es wichtig zu hinterfragen, Schuld. Was ist die eigentliche Ursache, wenn ich mich schuldig fühle? Aus meiner Sicht und Erkenntnis haben Schuldgefühle ganz viel damit zu tun, wie sehr wertschätze ich mich selbst? Wie sehr wertschätze ich meinen eigenen, ureigenen Maßstab, unabhängig vom Maßstab, der mir von außen unter Umständen abverlangt wird? Und noch etwas erscheint mir im Zusammenhang mit Schuld und Schuldgefühlen wichtig. Wie definiere ich Schuld? Schuld ist aus meiner Sicht dann gegeben, wenn jemand vorsätzlich, wohlwissend einem anderen Schaden zufügt und mit diesem anderen
ist auch durchaus er selbst gemeint. Wenn ich also Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein meine, füge ich mir selbst Schaden zu und lade im Grunde Schuld auf mich. Schuld ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht, wenn ich zum Zeitpunkt einer Handlung wohlwissend in Liebe und zum Wohle aller handele, selbst wenn sich das im Nachgang späterhin als falsch erweist und man mich schuldig sprechen möchte, zumindest im moralischen Sinne. Auch das hat einen entscheidenden Einfluss auf dieses Thema Schuldgefühl. Bleibt als letztes die Frage zu klären, wie komme ich sukzessive heraus aus Schuldgefühlen und Schuld, die ich mir selbst zuspreche. Denn letztlich ist es ein mir selbst zusprechen. Mich kann nur jemand angreifen und schuldig sprechen für etwas, wofür in mir der Boden bereitet ist. Also liefere ich im Grunde dem anderen den Nährboden für seine Schuldzuweisungen. Als erstes hat es aus meiner Sicht etwas damit zu tun, was ist mein Wertesystem? Woran will ich mich orientieren? Als zweites, wie definiere ich für mich Schuld? Und als drittes, Selbstliebe, Selbstwertschätzung. Und all diese Dinge kann ich sehr gut erreichen, indem ich Tag für Tag mir Zeit für mich selbst nehme, in Meditation gehe, in Verbindung zu meinem höheren Selbst, zur geistigen Welt, zum Universum, zu Gott, wie auch immer du es nennen möchtest, und mir auf diesbezügliche Fragen die für mich maßgeschneiderten Antworten hole. Ich hoffe, das inspiriert dich zum Nachdenken über dieses wichtige Thema. Wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.